Weinkrak ist wieder unterwegs in Berlin, um eine neue spannende Location zu finden mit natürlich sehr guter Küche. Und ich bin fündig geworden in Kreuzberg. Neben mir Jakob, hallo. Hallo, es freut mich sehr, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, dass ich neben dir sitzen darf, bei so vielen schönen Weinen hoffentlich, die du ausgesucht hast. Wir sind im Horvath. Und Entschuldigung, meine Stimme, ja, Vorfreude. Und wir würden gerne heute mit euch über die Weine natürlich sprechen und die Küche, die sicherlich auch ja, ein Alleinstellungsmerkmal in Berlin hat, dazu gleich mehr. Vielleicht erste Frage, Jakob, wenn man ein Michelin-Sterne-Restaurant hat in Kreuzberg, im Hotspots, nebenan Anker Klause, hier links Hardwax, der uralte, aber doch sehr geniale Plattenladen für elektronische Musik. Eine Empfehlung von mir nochmal. Dann, ja, wie funktioniert das? Funktioniert das überhaupt? Es funktioniert sehr gut. Okay. Es ist immer sehr schön, den Vergleich zu sehen. Wir bekommen sehr oft Walk-in-Gäste, die reinkommen und dann gar nicht wissen, wo sie jetzt hier sind. Ja. Wenn man dann gleich zu den Gästen kommt und ihnen anbietet, die Jacke abzunehmen, dann werden schon ein bisschen stutzig. Okay. Finde die Location immer sehr schön. Die Location passt auch zu Kreuzberg. Kreuzberg ist ja auch ein bisschen so multikulturell. Ja. Und ich glaube, dass ich oder wir auch sehr gut auch mit Anzug mit hinein dazu passen, ist ja auch etwas anderes. Ja. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es sehr schön. Wir werden angenommen. Es ist mit der Terrasse zum Landwehrkanal hinaus eine schöne Atmosphäre. Ja. Und ich glaube, die Gäste, die was normalerweise in Sterne-Restaurants gehen, empfinden hier mal eine ganz andere Atmosphäre. Okay. Das werde ich sicherlich auch nochmal testen können. War noch nicht hier, aber das okay, das wird mehr als Zeit. Okay. 3 Assoziationen, ganz spontan, was dir vielleicht einfällt. Fangen wir mal an mit ja, Naturwein. Was fällt dir dazu ein? Naturwein fällt mir dazu ein, dass wir keinen haben. Okay. Wir werden uns nicht darauf spezialisieren. Okay. Wir haben gesagt, wir lassen das Thema ganz auf der Seite. Ich habe nur einen aus Istrien, aus Kroatien, vom Oksani mit hineingenommen, weil er, wie ich finde, ein schönes Beispiel aus Kroatien ist. Okay. Ein Blick in die Karte hatte mir verraten, Oliver Zeter, Süßwein. Was fällt dir dazu ein? Oliver Zeter haben wir keinen. Habt ihr keinen? Nein. Okay, das gibt es doch gar nicht. Okay. Aber ihr hattet vielleicht mal einen. Es hat einmal einen gegeben, okay. Genau, das war vor meiner Zeit. Okay. Bevor ich gekommen bin, wir haben die Weinkarte ein bisschen ummodelliert. Ja. Das ist Oliver Zeter, der Süßwein, was hier war so ein kleiner Art Portweinersatz. Okay. Und ich habe statt diesem Portweinersatz einen aus Österreich reingeholt, vom Graf Hardegg. Okay. Seinen Forticus. Ja. Als Beispiel für Portwein, jetzt allerdings aus Österreich. Und Weinkarte ist ein bisschen ummodelliert worden von uns. Wir haben sehr viel Österreich, das ist der Hauptteil bestehend, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Kroatien, so quasi die österreich-ungarischen Monarchien. Okay. Und Kreuzberg. Okay, schön. Und dritte Assoziation, dein Lieblingswein? Hast du einen? Mein Lieblingswein, im Moment habe ich 2 Stück. Ja. Es ist zu einem, was wir vor einem halben Jahr circa vorgestellt haben bekommen. Den habe ich auch hier gleich mitgebracht, aus der Stolpon. Okay. Von Konrad Fürst gemacht, zusammen mit dem Alois Groß aus der Steiermark. Das Weingut ist in Slowenien gelegen, ist gleich über die Grenze, nennt man noch Untersteiermark. Ist ein Cuvée aus Sauvignon Blanc von Wind und Weißburgunder, auch ein bisschen Barrique-Fass ausgebaut, und die Cremigkeit schön hinaus, die Würzigkeit mit den feinen Sauvignon Blanc Frucht. Ja. Und den finde ich im Moment einen der schönsten Weine. Aber es gibt auch noch einen zweiten, welchen ich schon länger kenne, aber hier jetzt auch vor 2 Monaten gefunden habe, ist vom Freigut Thalern aus der Thermenregion, ein Rotgipfler. Total typisch österreichisch, autochthone Rebsorte aus der Thermenregion, und die Rotgipfler-Selektion von Freigut Thalern, das sind so die 2, wo ich jetzt im Moment sage, das sind meine Top-Favoriten. Okay, schön, dass du den hier zu stehen hast, und bin ich gleich sehr gespannt. Kannst du gleich noch was zu sagen?
Ja, und vielleicht nochmal zum Gesamtkonzept. Wann kommt ihr her? Was könnt ihr besonders gut? Ich sage mal so, wenn die Gäste hereinkommen, sie werden von uns gleich mit der österreichischen Gastlichkeit nicht überrumpelt, sondern sie nehmen sie gleich am Anfang wahr, wir kommen mit einem Lächeln entgegen, sie fühlen sich gleich wohl. Wir haben hier, man sieht das schön, Holz und Käfeld, was seit mindestens 50 Jahren besteht, seit Exilszeiten noch. Und die Gäste kommen rein, sie werden von uns gleich aufgenommen, sie fühlen sich wohl. Es ist jetzt kein Prunk, es ist jetzt kein steifes Dasein, auch jetzt von uns nicht. Wir versuchen in einem österreichischen Wohnzimmerstil eine gehobene Gourmetküche auf den Tisch zu bringen, mit einem schönen Service, aber was sehr freundlich und sehr personalisiert dargestellt wird. Also es ist jetzt nichts Abgehobenes, was wir auf keinen Fall möchten. Wir möchten auf jeden Fall die Sternegastronomie schön in einem normalen, angenehmen Weg den Gästen beibringen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Wein. Schenkst du ein? Ich würde mal sagen, wir beginnen gleich mit dem Favoriten. Okay. Was wir im Moment nicht bei der Weinbegleitung haben, er war vor 2 Monaten nicht dabei. Und zwar haben wir den bei einem rohen Lüneburger Heide Forellenfilet dazu serviert. Okay. Was mit Aromen, also nicht Aromen, es war eine gegrillte Melanzani, also Aubergine. Ja. Mit dabei, welche im Schinken Karamellsud gegart war. Es waren Rauchkrammeln dabei und zur kleinen Erfrischung eine Gurken-Joghurt-Emulsion. Und dazu haben wir uns entschlossen, einen Potsdorfer zu servieren. Ja. Wie gesagt, ist aus Slowenien von Konrad Fürst gemacht, zusammen mit Alles Groß. Ja. Wein ist ein bisschen Barrikwas ausgebaut, was man auch ganz leicht in der Nase erkennt. Es kommt die Barrique-Würze heraus, gebadet in einer leichten Cremigkeit und einer frischen Brise von der so typischen Sauvignon Blanc-Frucht, also ein bisschen diese hellen Beeren. Und wenn man dann probiert, Salut. Salut, Entschuldigung. Nicht schön. Okay. Es ist auch ein bisschen Gewürze und die Kraft auch vom Mint natürlich mit dabei. Es ist nicht nur Sauvignon Blanc, bringt ein bisschen die Frucht rein. Genau, hat Rückgrat, hat auf jeden Fall auch Kraft, was aber meiner Meinung nach schön eingebunden wird. Und in dem Beispiel mit der Forelle hat das sehr schön gepasst. Man hat so die kräftigen Rauchkrammeln mit dabei, was schön mit der Würze, mit dem Holz mithalten haben können. Aber dadurch, dass er eben noch relativ jung ist, 2012er Baujahr, hat er so noch eine Frische auch mit zu dem Schinkenkaramell. Okay, wow, okay, sehr schön. Abgesehen davon, ihr seid schon eher auch lastig so in Richtung vegetarische Küche, ne? Genau, also wir stellen sehr vieles Gemüse in den Vordergrund. Ja. Bei uns hat Fleisch und Fisch und Gemüse steht auf einer Stufe. Also es ist jetzt nicht Fleisch und Fisch und dann steht darunter Gemüse, es steht auf einer Stufe. Es werden ein paar Gemüsesorten, die jetzt nicht immer so in den Vordergrund gestellt werden, kommen bei uns in den Vordergrund, bekommen ein eigenes Gericht und sind so quasi der Superstar in dem Moment auf dem Teller, sagen wir mal so. Wir sind auch im Dessert sehr gemüselastig. Es gibt jetzt keine übersüßen Desserts, sehr wenig mit Schokolade. Es wird immer sehr viel mit Gemüsesorten auch gearbeitet. Ja. Also wir haben im Moment ein Gericht, wo die süße Komponente ist ein bisschen ein gefrorener, gerösteter Mohn. Dann haben wir eine Pastinaken-Birnencreme, was natürlich auch eine leichte fruchtige Süßigkeit mit hineinbringt, aber dann im Gegenzug ist wieder Rettich mit dabei, wir haben Schnittlauch mit dabei und es sind nicht so die übersüßen Desserts. Und bei uns steht auf jeden Fall vegetarische Küche im Vordergrund und alle Vegetarier oder die Leute, die was jetzt sagen, sie möchten gerne mal etwas anderes probieren als immer, ich sage jetzt mal Filetsteak, die sind bei uns genau richtig. Okay, sehr gut. Dann, während du zum zweiten Wein kommst, vielleicht ganz kurz nebenbei gefragt,
Wie lange bist du jetzt in Berlin ungefähr? Ich bin jetzt seit letztem Jahr August, also ein Jahr und 2 Monate. Genau, 1-2 Monate, also noch recht neu. Wie wirkt für dich Berlin? Ist Berlin genau das, was du hier siehst? Kreuzberg? Hast du dir das so vorgestellt? Ich hab immer am Berg gearbeitet, sage ich mal. Ja. Saisonal gearbeitet. Ja. Nie in der Großstadt gewohnt. Okay. Und dann war es natürlich eine große Umstellung. Man hat immer gehört, Wohnungssuche schwierig und dann natürlich viele Leute. Aber wir haben uns mit der Wohnungssuche sehr leicht getan. Die erste Wohnung, die wir angeschaut haben, haben wir auch gleich genommen. Und die jetzt aber nicht sehr mal gut. zahlen, oder? Nein, die sind Moabit. Okay. Aber okay, ist sehr schön auch gelegen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Okay. Ich habe jetzt in Berlin noch keine einzige schlechte Erfahrung gemacht. Ja. Der Arbeitsplatz finde ich wundervoll. Ich kann mir keinen anderen vorstellen im Moment. Ja. Und ich kann jetzt gar nichts Negatives sagen. Dann ist alles super. Und vor allen Dingen sicherlich auch. Ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ja, okay, dass du gerne dich aufgemacht hast. Ja, erstens das und dann auch so ein bisschen getraut hat, dass man sagt, man geht jetzt von ein bisschen von den ländlichen Anführungszeichen weg und stürzt sich jetzt in eine Stadt mit über 300 Millionen Einwohnern, was natürlich etwas die Hälfte von Österreich. Okay, schön. Was haben wir im zweiten Glas? Jetzt haben wir was typisch Österreichisches, quasi eine Rebsorte, die in Österreich gekreuzt wurde. Okay. Ein blauer Zweigelt. Ein Zweigelt, cheers. Ist vom Weingut Fischer aus der Thermenregion gemacht, das 2011er Baujahr, hat natürlich auch noch ein bisschen Zeit, aber ich finde ihn jetzt auch schon sehr schön zum Trinken. Er hat seine in der Nase, zwar blauer Zweigel ist immer typisch für seine Sauerkirsche. Genau, also das riecht man sehr intensiv hier heraus. Dabei bleibt er natürlich auch ja, von der Stilistik. Hat aber jetzt natürlich, ist noch relativ frisch. Also man merkt es leicht kühle, man merkt allerdings auch die feine Barrique-Würze mit dazu, ganz leichte Tannine, aber es steht schon Säure spielt, gepaart, alles mit der feinen Sauerkirschfrucht im Vordergrund. Ich finde den Wein sehr schön, ich finde das Weingut, ich war jetzt leider noch nie auf dem Weingut, aber die Weine von ihnen finde ich ausgezeichnet. Ja. Und das ist so für mich ein typischer österreichischer. Gut, da passt natürlich auf jeden Fall Fleisch dazu, aber wie wir gehört haben, muss ja nicht unbedingt hier sein. Was könntet ihr alternativ anbieten zu Also wir haben zu diesem Rotwein würde ich jetzt, also er ist halt schon ein bisschen auf der kräftigen Seite, ich würde jetzt vielleicht zu einer Rehkeule gehen aus Brandenburg. Okay. Allerdings habe ich jetzt für Rotwein auch ein schönes gemüsiges Beispiel. Wir haben einen Gang gehabt, das war geröstete Topinambur-Creme mit roter Beete oben drüber und aus Traubenkirschen, welche sehr tanninhaltig sind, eine Creme darauf und dazu habe ich einen etwas leichteren, sehr säurehaltigen Wein serviert, einen Schwarzriesling, Weinreich. Und der hat eben so gut wie kein nur Säure und Frucht und die haben sehr gut miteinander harmoniert. Wir haben aber allerdings, muss ich sagen, ich habe jetzt einen blauen Zweigelt. Ja. Ich wollte anfangs diesen nehmen, habe mich aber dann für einen ganz leicht kräftigeren blauen Zweigelt entschieden. Und zwar hatten wir einen Gang mit Schwein, ein Schweinchen mit Germknödel und Mohn und einer kalten Minzschale. Wir haben uns dazu entschlossen, keinen kräftigen Weißwein zu nehmen, sondern wir haben gesagt, wir nehmen einen Rotwein. Auch jetzt ein bisschen mit mehr Rückgrat, ein bisschen dunkler, ein bisschen wärmer auch, aber jetzt nicht unbedingt kräftiger. Und da ist der jetzt leider, weil er ein bisschen kühler ist, nicht daraus geworden. Aber das ist so ein schönes Beispiel, dass wir auch Rotwein schön mit unseren Gerichten kombinieren können. Ja, ich denke mal, die Kooperation zwischen Sebastian Frank und dir funktioniert hervorragend, das heißt, da abstimmt, so soll es sein. Fein. Ja, möchtest du noch ganz kurz zu einem Wein was sagen? Oder also ich möchte, was mir auch ein großes Anliegen ist, ich persönlich nein. Ich persönlich liebe es, Sprudel zu tun. Okay. Also
Bubbles. Weinbubbles. Okay. Genau. Und ich habe auch Champagner sehr gern. Ich war jetzt auch vor einem Monat erst in der Champagner, Weingut Dürz. Aber ich möchte auch immer zeigen, wir haben jetzt nur eine Champagner für uns im Restaurant. Setzen mehr auf österreichischen Sekt, welcher auch nach den traditionellen Champagnerverfahren hergestellt wird und meiner persönlichen Meinung jetzt total damit mithalten kann. Und deswegen habe ich ein tolles Beispiel mitgebracht von Herrn Neumeister aus der Steiermark, aus meiner Heimat. Und der macht einen schönen Saziani Rosé-Sekt aus der Noir-Traube, welcher sehr schön feinbärig ist, nicht so aggressiv, ganz leicht Tanninsäure und bleibt feine Fruchtnoten mit dabei. Und ich finde den so toll, als tolles Beispiel, dass man in Österreich in Anführungszeichen auch Champagner machen kann. Hat seine Richtung mal so. Okay. Und das ist mir wichtig, dass man das auch zeigt und dass man auch vor allem vielen Gästen sagen kann, Leute, Champagner bekommt ihr überall. Okay. Das ist schön, das ist ein tolles Ding, aber wir haben noch was viel Besseres. Okay. Fein. Super. Ich hoffe, ihr habt Appetit und Durst bekommen. Ich glaube, wenn ihr in Berlin seid, in der Kreuzberg verirrt man sich sowieso. Danke dir für das Interview. Ich glaube, mit den Weinen kann man ja auch nicht viel falsch machen. Die Küche ist sicherlich auch sehr interessant. Und ich würde vorschlagen, Jakob, den machen wir jetzt nach dem Interview noch auf. Genau. Okay. Bist du dabei? Okay. Sehr schön. Und ihr an den Rechnern, Bildschirmen da draußen in dieser doch jetzt schon etwas eisigen Winters ankündigenden Zeit wünsche ich euch warme Gedanken und bleibt uns natürlich wie immer treu und auch bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.